Also ich habe das in einem Spezialvideo schon gezeigt, wie das geht. Also wir werden hier dann faktisch weiterspielen. Also wie gesagt, die Augen müssen wir mal analysieren. Die sind war vor kurzem emotional erregt. Dann die Krawatte war dann narzisstisch, mag Aufmerksamkeit, war die richtige. Der Sakko war dann trauert, ja, und die Hände waren dann eben, hat Angst, sich zu bedrohen zu fühlen. Das ist die richtige Konstellation. Ich habe das in einem Video auch gezeigt, wenn ihr was falsch gemacht habt, wisst ihr jetzt dann, wie gesagt, müsst ihr es da weiter probieren. Wenn ihr es richtig gemacht habt, steht da Analyse abgeschlossen und die Sache hat sich. Nun werden wir uns hier weiter umschauen. Ja, da werden wir sich das Hochzeitsfoto mal genauer anschauen. A wedding photo of Bianca and Dante Cardolo. She has a striking figure. What I can see of it around that large bouquet. Ja, also dann werden wir hier geschmeidig dann weitergehen. Dann betrachten wir noch die Blumen. White roses, traditional for funerals and weddings. Appropriate since both are equally tragic. Die Karte. Sympathy cards for Bianca. That brings home the tragic aspect of all this, doesn't it? I've no use for those cards. White roses, traditional for funerals and weddings. Appropriate since both are equally tragic. Die Karte. Sympathy cards for Bianca. That brings home the tragic aspect of all this, doesn't it? Naja, dann werden wir hier die Nahaufsicht verlassen. Dann ist, wie gesagt, das ist Blumen-BA. So, da Skulptur. Das Piano. Bianca liked to entertain. I imagine there will be few parties in this room now. At least until Signor Cardolo remarries. Das letzte Mal haben wir gesagt, dieses Bianca Cardolo, da fehlt da noch einige Sachen. Ja. Das ist Exit. So haben wir da jetzt alles im Pass, die Brieftasche, Smartphone. Biancas Zimmer, Piano haben wir da, Sofa, Skulptur. Someone must have a love of dance, or bare navels. A Floristenkit. Florist's putty. The material can be surprisingly versatile. Den kann man nämlich leicht I don't think vergessen. Signor Cardolo will miss this. Den kann man nämlich leicht vergessen. Den Floristenkit. Ja. Und nun werden wir in das Zimmer gehen. In Biancas Zimmer. Die Frau, die verstorben ist. Naja, da werden wir sich die Frisierkommode mal anschauen. Näher anschauen. Die Bibel. It appears to be an old family Bible. Eine Familienbibel ist da. Really not my cup of tea.
That must be Bianca's son. He's young to lose a mother. Irgendwie idyllisch, dieses Spiel. Alter Schwede. Schublade. The top drawer of the dresser. Na, schauen wir mal in die Schubladen hinein. Biancas Handschuhe. Da stehen weitere Handschuhe. Rechte Handschuhe. Gloves. This is quite an assortment. Not many women wear gloves these days. I wonder what Bianca saw in them. Interesting. This glove is quite large. It would fit my hand. Dafür gibt's Punkte. Wahnsinn. These overly large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. Gloves. This is quite an assortment. Not many women wear gloves these days. I wonder what Bianca saw in them. Interesting. This glove is quite large. It would fit Irgendwie my ein hand. interessantes Spiel irgendwie. Oh, die kann man da alles nicht mitnehmen. Gloves. This interesting. This glove is Die sind zu groß gewesen. Das sind die... Ja, das sind... Die rechten, die müssten zu groß sein und irgendein Handschuh. gloves. This is quite an assortment. Not many women wear gloves these days. I wonder what Bianca saw in them. Interesting. This glove is quite large. It would fit my hand. Die sind alle zu groß. Das sind einfach nicht die... Ja... Biancas Handschuhe. Irgendwo müssen da die Handschuhe sein. Das ist... These overly large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. These overly large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. These overly large... Die müssen da irgendwas sein. These overly large... These overly large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. Das sind einfach... Gut, das haben wir dann auch einen Nachttisch. Nearly everything in this room matches. I prefer a more eclectic approach myself. Naja, schauen wir zum The desk Sekretär. is 19th century, Italian design. Sehr eigentlich ein Wahnsinn. Ein I Schlüsselschloss. recognize that. It's a key slot, probably for a secret drawer. Ah, dieses Geheimfach müssen wir, aber haben wir momentan noch keinen Gegenstand. Ja, also du musst dir hier irgendeinen Gegenstand faktisch suchen, der hier hineinpasst. Bianca's planner. It's open to the day she was murdered. She'd written in a concert for that evening, but there's nothing else relevant. Briefmarken. They look like drawers, but they're decorative. They don't actually open. Papiere. Nothing interesting. Bianca kept some pens in here. No surprise, it is a writing desk. Naja, da ist ja nichts mehr zu holen. Da werden immer so Sachen aufgelistet. Wir werden jetzt mal auf die Karte gehen. Und wir werden da ins Antiquitätengeschäft gehen. Mr. Hector, it's a pleasure to see you. Welcome back to Venice.
Thank you, Signor Barozzi. Did you come about the figurine? Let me know when you're ready to see it. So, bevor du mit ihm redest, betrachtest du den Schaukasten. Den Schaukasten. Das ist nämlich der da. Venetian fine china. It's affordable and ever so slightly rare. Good for Barozzi's middle-class clientele. Vitrine. This Venetian necklace looks similar to the one Signora Filoni wore in her younger days. I think this one is worth a purchase. I'd like to buy this necklace. Certainly. Let me get that for you. Shall I put it on your account? Please. There you are. You have a good eye, as always, Mr. Rector. Ja, der zahlt auf Kredit. Signor Barozzi, might I have a word? How can I help you, Mr. Rector? Mit dem kannst du eigentlich alles reden. How is the antique business in Venice these days? How good can it be with this global recession? Italy is drowning in debt, and the protesters keep even the tourists away. In all honesty, I have never seen conditions so desperate. Fortunately, there's always a market for luxury items. The rich get richer even in a downturn. How can you say so? The EU is about to collapse. There are terrible days ahead for everyone. I don't believe it's as bad as all that. The press love to fearmonger. I am afraid it is that bad. Unless we can find some brilliant leadership to steer the world out of this mess, things look very black. Well, I hope I am standing here in a year, and you can tell me you were wrong. So do I. Wie gesagt, es ist viel zu lesen bei diesem Spiel. Nur dass er auf Englisch ist, aber man muss es leider sich das leider übergehen lassen. Did you know Bianca Cardolo? Why, yes. That is, I knew who she was. She even came into the shop one time. Her murder is incomprehensible. I'm looking for information about her. I didn't know her personally, but I'll tell you what I can. What do you want to know? Ja, jetzt könnten wir sie für die Familie reden. Tell me about Bianca Cardolo's family. Well, you know I love Italian history. Her father, Signor Antonio Savoy, is from two of the most noble Italian families, the Savoys and the Capetians. The Savoys, as you know, were the royal family in Italy up until World War II. Interesting. Ja, gibt's Punkte. Das ist ja das. Es gibt es Punkte. Tell me about Bianca Cardolo's husband. Dante Cardolo. You know, he is from the Capetian family, just like Bianca's father. But they are distant cousins. He was very popular in Venice. He could have gone far in politics. But his support of the EU at any cost has the common people very angry. Only time will tell if his political career survives. If indeed Italy survives. Thank you for the information. Und wieder Punkte. Hier oben sieht man 55 von 676, also von Kapitel 1. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, dieses Spiel ist in Kapiteln unterteilt. 7 gibt es. War Bianca wohlhabend? Was Bianca Cardolo wealthy? Oh yes, both her birth family and her husband's family are extremely wealthy. There's no doubt about that. I see. It's none of my business, but why are you interested in Bianca Cardolo? Her story caught my eye, that's all. I can't blame you. It is a terrible thing. Oh, Mr. Rector, such a crime does nothing to help the city's morale. We could all use some good news, eh? If you learn anything new about Bianca Cardolo, please contact me. Absolutely. I would be happy to. Antiquitäten für Kunden. Fangen wir mal auch dann gleich.
In der Zwischenzeit haben wir 58 und in der Zwischenzeit haben wir wieder einen Anhaltspunkt erreicht. I'd like to see the figurine you mentioned in your letter. See, here it is. Take all the time you need. I hope you'll find it to your liking. I know your taste is excellent. We'll see. Naja. Da können wir es jetzt That's all for now. Thank you. As you wish. momentan alles. Ja, die Kapitel, das sind für die Depressionen, aber stellt sich ja im Laufe der Zeit heraus, dass das normale Tabletten nur sind. Gut, das war mal die Befragung und jetzt schauen wir sich die Figur an. An interesting piece, if genuine. I should analyze it. Ein bisschen viel zu lesen ist da, aber das ist ja nichts Neues. Das heißt, auch hier gilt es wieder zu analysieren. Was haben wir hier? Das heißt, Elfenbeinschnitzerei ist einmal nicht. Elfenbeinschnitzerei aus dem Schatz von Begram. Bernine-Bürste auch nicht. Hogwarts-Porträt. Lewe-Schachfigur. Ihr braucht in dem Sinn nur das da oben anschauen und die Augen und ein wenig die Nase. Ja, das heißt, das wär's. Treffer. Das gleiche ist mit der Hand. Das ist der Elefantenelfenbein. Synthetische Elfenbein, Walross. Ja. Ihr müsst euch jetzt das so vorstellen, das ist der obere Objekt. Ja, ist das da. Wäre ein Walross-Elfenbein. Treffer. Und jetzt kommt es drauf an, was ist das für eine Schachfigur? Eine mittlere alterliche Schachfigur. Ja, also der Typ faktisch. Treffer. Beenden. Wille beenden, um abzuschließen. Haben wir ja getan. Exit. Auftrag abgeschlossen. Ja. Das Schachfigur. Ah. Und da haben wir auch wieder was gekriegt. Da haben wir schon 9 Datenpunkte, also fehlen uns noch 4. Den haben wir schon. Nachzusehen. Bitte in die Let's Plays. The figurine is an excellent find, Senor Baruzzi. It's a 12th century Lewis chessman piece. The British Museum and the Museum of Scotland each have part of the collection, so we might be able to get them to bid against each other. Marvelous. Can I assume our usual split? Of course. Oh, that is good news. Should I have it sent to your store in Manhattan? Please do. Oh, and insure the hell out of it. Of course. Thank you. I'm not ashamed to say I will be glad for the money. Bevor wir gehen, nehmen wir sie noch die Boltstange zurück mit. Wenn wir uns erinnern, bei der Mordbrücke haben wir ja etwas im I'd like to take this See. boat pole. Can you put it on my account? Of course. Notizen gesehen, wo wir nicht hingekommen sind. Bitte auch nachsehbar in die letzten Let's Plays. Die kaufen wir jetzt, die Boltstange. Und somit können wir das dann aus dem See dann heraus. Mittlerweile haben wir 63 Punkte und hier machen wir mal Pause und sehen uns dann gleich wieder. Ciao!